Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gerne einmal die ganzen mehr oder weniger geheimen NPCs in den Dwarven Mines zeigen. Vorab möchte ich aber sagen, dass ich die Secrets nicht selber gefunden habe, sondern den Textguide von Flownol genutzt habe. Falls ihr den Guide selber lesen wollt, habe ich ihn euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Fangen wir auch gleich mit dem ersten NPC namens Badnom an. Ihn finden wir ziemlich nah am Spawn der Mine über den Shop mit den Minions und den Spitzhacken, wie er auf seinem Bett steht. Um das Secret von Badmon zu lösen, muss man ihn in 3 verschiedenen Nächten besuchen und mit ihm sprechen. Bei jedem Besuch berichtet er von einem Albtraum und in der 3. Nacht sagt er auch etwas von einem Schatz am rechten Fuß eines Zwerges. Damit ist die Statue eines Zwergs gemeint. Wenn wir dann an seinem rechten Fuß einen bestimmten Block abbauen, kommt eine Kiste zum Vorschein, welche ein paar Erze als Belohnung für uns bereithält. Für das zweite Secret müssen wir in die Taverne, wo uns 4 NPCs begegnen, welche uns nur anrülpsen. Wenn wir aber zurückrülpsen, indem wir auch Burp in den Chat schreiben, erhalten wir als Belohnung Raven Tankard. Das ist nur ein kosmetisches Item, welches so aussieht wie die Bierkrüge, die man auch in den Tavernen stehen sieht. Aber das Gute an dem Krug ist, dass es keinen Möbelslot beansprucht. Den nächsten NPC werden die meisten zwar schon kennen, aber ich habe ihn trotzdem nochmal mit in dem Video. Die Rede ist von Fetcher. Dieser verlangt täglich von uns ein bestimmtes Item, welches er nur grob umschreibt, und als Belohnung bekommt man dann ein paar Coins und Methylpowder. Wenn man nicht so genau weiß, welches Item er an dem Tag verlangt, kann man auch einfach im Skyblock-Wiki nachsehen, da dort meistens auch die benötigten Items für den derzeitigen Tag zu finden sind. Das nächste Secret hatte ich auch bereits im letzten Video erwähnt, nämlich das beim König, da ihr hier einen Königstalisman bekommen könnt, wenn ihr einmal mit jedem der 7 möglichen Könige redet, denn wer gerade König ist, wechselt sich immer regelmäßig ab. In der Nähe des Königs finden wir auch einen weiteren NPC, den Puzzler. Er gibt uns täglich ein kleines Rätsel, bei dem er im Chat eine Folge von Pfeilen sagt, und unter dem Block, wo einen der Pfeil führt, ist eine Belohnung von 1000 Methylpowder. Um das Rätsel zu lösen, muss man ausgehend von dem Glowstone-Block, auf dem der NPC steht, die Pfeile verfolgen. Dabei muss man zum Eingang des Raums gucken und dann den Richtungsanweisungen folgen. Also wenn der Pfeil beispielsweise nach oben zeigt, muss man dann einen Block nach vorne und bei den anderen Richtungen halt genau das gleiche. Wenn man aber zu faul ist, das jeden Tag selber zu lösen, gibt es auch ein Chat-Triggers-Modul namens Puzzle Solver, welches ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das Modul zeigt euch dann genau an, welchen Block ihr für die Belohnung abbauen müsst. Falls ihr das Modul habt und euch wird trotzdem nicht angezeigt, welchen Block ihr abbauen müsst ihr einmal in eure Grafikeinstellungen schauen, ob ihr auch alle Partikel aktiviert habt. Den nächsten NPC finden wir ebenfalls in der Nähe des Königs, wenn wir nach oben in den Raum auf der rechten Seite gehen. Wenn wir das erste Mal hierher kommen, finden wir einen NPC und wenn wir mit ihm reden, verlangt er, dass wir aus seinem Zimmer gehen. Ihr könnt dann immer weiter mit ihm reden, das Ganze dauert etwa 10 Minuten und während dem Gespräch teleportiert er sich dann hoch auf sein Bett und später verwandelt er sich in eine Kuh und dann in ein Schaf. Und irgendwann, wenn ihr genügend Langeweile hattet und wirklich 10 Minuten mit ihm geredet habt, bekommt ihr einen Kuchen und weiter nix. Der NPC will dann wieder, dass ihr geht und zählt von 10 runter. Wenn ihr dann immer noch nicht gegangen seid, fängt er an, von 5000 runter zu zählen. Und da es schon eine Person gab, die genügend Langeweile hatte und getestet hat, was passiert, wenn man von 5000 runterzählt, kann ich euch sagen, dass es pure Zeitverschwendung ist, mit dem Schaf weiterzureden, denn man bekommt absolut gar nichts, wenn man auch von 5000 runterzählt. Und damit kommen wir zum letzten Secret NPC, den ich momentan kenne. Diesen finden wir in den Cliffside Ruins, oben in der Nähe dieses violetten Gebildes. Um dieses Secret zu machen, müsst ihr aber zu einer bestimmten Zeit herkommen. Denn nur alle 7 Skyblock-Tage, also am 7., am 14., am 21. und am 28. Tag eines Monats, von 12 am bis 6 am, treffen sich hier 3 NPCs des geheimen Sternenkults. Wenn ihr mit einem der NPCs redet, fragt er euch, ob ihr den Kult beitreten wollt, und wenn ihr Ja klickt, geben sie euch einen Sternenhelm. Wenn das Fenster mit dem Sternenhelm erscheint, wartet aber wirklich, bis ihr den Helm im Inventar habt, der ansonsten wegbacken kann, wenn ihr das Fenster vorzeitig mit Escape schließt. Zudem können euch scheinbar auch andere Leute den Helm klauen, wenn sie neben euch stehen, wenn ihr euch den Helm gerade abholen wollt, also seid dort am besten etwas vorsichtig, wenn der Helm momentan nicht wirklich nützlich ist.
Ansonsten waren das auch schon alle derzeit bekannten Secrets. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das ein oder andere davon noch nicht kanntet. Und ansonsten wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag und ciao.